Hier ist das OMR Briefing. Diese Woche schauen wir nicht nach Westen, wo die GAFA-Firmen Google, Apple, Amazon und Facebook sitzen, sondern wir schauen nach Osten, nach China. Da gibt es 3 Firmen, die sind in Summe fast genauso viel wert wie der deutsche DAX, also 30 deutschen wertvollsten Firmen an der Börse. Diese 3 Firmen sind entsprechend sehr besonders. Wir fragen uns, who's bad? Fangen wir mal bei B an. B ist Baidu, also das chinesische Google, die Suchmaschine, die mittlerweile auch einige weitere Themen bearbeitet, autonomes Fahren und so weiter, aber von den 3 BAT-Firmen die kleinste. Die zweite, das A, ist Alibaba, das chinesische Amazon, beziehungsweise mittlerweile ja das globale Amazon. Die verkaufen halt von chinesischen Produzenten in die ganze Welt. Und das ist ein bisschen anders als Amazon selber, die ja auch sehr viel selber herstellen, eigene Produkte verkaufen. Alibaba verkauft vor allen Dingen die Produkte von Dritten, ist also ein reiner Marktplatz. Und das dritte ist Tencent, wenn man so möchte, das chinesische Facebook, insbesondere das chinesische WhatsApp, wobei WhatsApp da was ganz anderes ist, das heißt dort halt WeChat und man kann über die Plattform alles Mögliche machen, da ist ein Payment-System eingebaut, da gibt es verschiedenste Shops, also das ist die komplette Navigationsoberfläche für das Handy und bietet viel mehr Funktionen als nur WhatsApp, aber am Ende sind das die 3 größten Firmen. Welche fehlt? Das chinesische Apple gibt es halt so nicht. Man merkt direkt, alles was mit Marke, was mit Image, was mit Design zu tun hat, das schaffen die Chinesen nicht so gut wie westliche Unternehmen. Man sieht es ja auch im Fashion-Bereich oder so, all da, wo es um Luxus geht, da kommen chinesische Firmen noch nicht so gut klar. In anderen Bereichen sind sie entsprechend schon sehr, sehr stark. Wie konnten sich diese 3 Firmen nun etablieren? Wie sind sie so mächtig geworden, wie sie heute sind? Es gibt eigentlich 3 entscheidende Gründe. Der erste, natürlich ist der chinesische Markt riesengroß und erlaubt halt, wenn man im Skalenbusiness drin ist, wahnsinnige Skaleneffekte, das ist ganz klar. Ein toller, großer Heimatmarkt, ja noch größer als die USA. Das zweite ist die Phase, in der wir im Westen unterwegs waren mit stationärem Internet oder stationären Rechnern, vor allem auch mit Ladengeschäften, sowas wie großen Malls, also die ganzen 90er und 2000er Jahre, die wurden ja in China sozusagen übersprungen, da gab es ein ganz anderes politisches Regime und weniger so westliche Einflüsse und man hat dann quasi sozusagen sich geöffnet und eine neue Wirtschaft angefangen, direkt in der mobilen Ära, direkt sozusagen auch mit E-Commerce, mit Internethandel, ist sofort in die neue Welt hineingekommen, hat es natürlich sehr beschleunigt. Und das dritte ist, und das ist echt interessant, in China hat man sich ganz klar dafür entschieden, zu regulieren und westliche Firmen auszugrenzen und draußen zu halten. Eine Google, eine Facebook, eine Amazon finden in China de facto auf politischen Wunsch hin einfach gar nicht statt, um die inländischen Unternehmen zu schützen und sozusagen auf den Weltmarkt zu bringen oder ihnen einen sehr starken Heimatmarkt zu verschaffen. Warum macht es Sinn, überhaupt nach Osten, nach China zu gucken? Ganz klar, die Firmen haben globale Ambitionen. Gar nicht so sehr unbedingt mit ihren eigenen Produkten, sondern vor allen Dingen mit ihrer finanziellen Power, mit ihrer Schlagkraft suchen sie gerade den Kontakt und vor allen Dingen auch die Beteiligung an westlichen Firmen. Tencent zum Beispiel ist beteiligt an Tesla, an Uber, an Spotify, überall im Gaming-Bereich, von Supercell angefangen, Activision komplett durch den Gaming-Bereich durch und vor kurzem auch beteiligt an einer deutschen Firma, Number26, N26, eines der größten deutschen Fintechs. Number26 hat eine riesige Runde gemacht, nicht zuletzt dank Tencent. Alibaba ist auch an einigen westlichen Firmen beteiligt, darunter Snap, also die Mutter von Snapchat, Lyft, das ist auch so ein Fahrtenvermittler, ziemlich groß, ähnlich wie Uber, hat vor kurzem von Rocket Internet aber auch Lazada abgekauft, einen großen E-Commerce-Händler. So geht das weiter. Insbesondere sagen gerade Finanzexperten, Alibaba sei spannend, weil sie die Ant Financial Group aufbauen, also ein Finanzanbieter, eine Bank mehr oder weniger, die jetzt schon mit 150 Milliarden bewertet wird und als die Bank der Zukunft gesehen wird. Da müssen sich offensichtlich vor allen Dingen europäische und globale Banken in Acht nehmen von dem, was da kommt. Und man sieht bei Alibaba vor allen Dingen auch, es gelingt auch deutsche Endkunden zu erreichen über das Produkt AliExpress. Entweder kaufen deutsche Händler oder halt Endkunden direkt bei AliExpress sehr, sehr günstig Ware aus China ein. Und was Alibaba auch noch möglich macht, ist, deutsche Händler, große Händler wie Zalando nutzen die Plattform, um ihrerseits nach China rein zu verkaufen und zu versuchen, die chinesische Mittelschicht über Alibaba sozusagen zu erreichen. Baidu ist nicht ganz so aktiv wie Alibaba im globalen oder in den westlichen Ländern, aber zum Beispiel auch an Uber beteiligt und hat sich unsere Szene, ist scheinbar die AdTech-Szene ein bisschen ausgeguckt, haben sich an Taboola beteiligt, die wir ganz gut kennen hier bei OMR
oder auch Dynamic Yield, eine andere AdTech-Firma aus Israel. Auch da ist Baidu unterwegs. Und auch China hat seinen Super-Influencer, ähnlich wie hier im Westen Elon Musk oder Mark Zuckerberg als Thought Leader für digitale Themen haben, gibt es dort Jack Ma, den Gründer und Chef von Alibaba. Der ist mittlerweile mit seinen Gedanken und seinen Ideen auch im Westen unterwegs. Hier sieht man, wie er in Davos vor kurzem über Bildung und die Behebung des Bildungsproblems global gesprochen hat. I think we should teach our kids sports, the music, the painting, art. To making sure humans should be different from everything we teach should be different from machine. Aber ganz klar, er kann auch andere Kostüme und Rollen. Hier zum Beispiel zuletzt bei der Hauptversammlung von Alibaba. Also kurze Frage an euch, Testfrage in diesem Fall. Ich habe behauptet, es gibt wenige chinesische Luxusprodukte, Designprodukte. Vielleicht liege ich falsch. Schreibt bitte hier in die Notes oder in die Kommentare, wenn ihr Luxus- und Designprodukte kennt, die euch gut gefallen und die aus China kommen, von chinesischen Herstellern. Ich bin sehr gespannt, ob da was kommt. Und zweitens, wenn euch das Briefing gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns natürlich subscribt. Abonniert uns bitte. Wir hauen hier alle paar Tage was Neues raus.